Das Laptop startet nicht mehr, springt nicht mehr an. Was man da vielleicht noch tun oder ausprobieren kann, will ich euch in diesem Video zeigen. Okay, Nummer 1, ganz kurz zur Fehlerbeschreibung an sich. In diesem Video geht es wirklich darum, dass das Laptop nicht mehr angeht. Das heißt, wenn man versucht, auf den Power-Knopf zu drücken, passiert nichts. Man hört nichts. Die LED, dass das Laptop angeht, geht eben nicht an. Das ist die Fehlerbeschreibung für dieses Video. Wenn das Laptop angeht, dann aber vielleicht gleich wieder abstürzt oder das Laptop geht an, aber der Bildschirm bleibt schwarz, dann ist das ein Thema für ein anderes Video. So, das Erste, was man einfach auch sicherheitshalber mal machen sollte, ist alles, was so extern an dem Laptop dranhängt, mal abstecken. Also externe Festplatten, Tastaturen, Mäuse, aber auch sowas wie eine Dockingstation. Einfach mal wirklich alles abhängen. Und also auch nach dem Schritt könnte man jetzt versuchen, das Laptop anzumachen, einfach um da schon mal zu schauen, ob da vielleicht irgendwas dran ist. Das andere ist aber natürlich auch, klingt vielleicht banal, aber auch das Netzteil tatsächlich mal anschließen. Und da ist es so, viele Netzteile zeigen ja an, ob sie gehen und haben eine LED oder irgendwas in der Richtung. Da kann man dann zumindest mal, ich weiß nicht, ob man das jetzt hier in dem Licht sieht, aber ja, die leuchtet auf jeden Fall. Das heißt, da sieht man schon, okay, Strom ist da. Was manchmal auch funktioniert ist, dass zum Beispiel, wenn man das Netzteil am Laptop anschließt, dann hier zum Beispiel die Akku-LED leuchtet. Das heißt ja jetzt nicht, dass das Laptop funktioniert, aber das heißt zumindest mal, dass das Netzteil funktioniert. Und wenn man sich da ganz unsicher ist, kann man natürlich auch einfach ein anderes Netzteil ausprobieren. Man kann auch mal über USB-C versuchen zu laden. Das ist oft so, dass, obwohl es ein externes oder ein eigenes Netzteil gibt, die meisten Geräte oder neueren Geräte auch über USB-C laden können, um einfach dieses ganze Thema Netzteil auszuschließen. Wobei ich jetzt sagen würde, dass das sehr, sehr unwahrscheinlich ist. Allermeistens merkt man ja vorher schon, wenn ein Netzteil nicht mehr lädt, wenn der Akku nicht mehr geladen wird und so weiter. Aber ja, der Vollständigkeit halber sei das jetzt hier auch erwähnt. Wenn das alles nicht funktioniert und man jetzt erstmal einen kleinen soften Reset, einen Power-Button-Reset machen will, dann, wie gesagt, alles vom Gerät weg, wirklich alles, auch das Netzteil, es darf nichts mehr dran sein. Und dann bleibt man einfach mal für 10, 15, vielleicht auch 20 Sekunden auf dem Power-Button. Und ich mache das jetzt nicht ganz so lang, aber wenn man das gemacht hat, kann man danach das Netzteil anschließen und das Laptop anmachen. Und wenn das dann auch nicht hilft, da muss man übrigens eine Weile warten nach so einem Power-Button-Reset. Das kann recht lange dauern. Also ich würde das jetzt ruhig, wenn man den Ein-Knopf gedrückt hat, mal ruhig so eine Minute lang einfach mal warten. Wenn das jetzt alles auch nicht funktioniert, dann bleibt eigentlich nur noch ein Hardware-Reset. Das bedeutet im Grunde genommen einfach nur, das Gerät einmal komplett stromlos zu machen. Und dafür muss man es aufmachen, alle Schrauben rausnehmen, Unterseite aufmachen. Da haben wir mittlerweile, das verlinke ich euch auch, eine Playlist mit über 200 Videos, wo wir das für die entsprechenden Modelle zeigen, wie das geht. Deswegen, Schrauben sind jetzt hier schon mal draußen. Und dann kommt die Unterseite ab. Und genau, danach muss man eigentlich zwei Sachen machen. Das eine ist den Akku abstecken. Das sollte man ja immer eigentlich bei einem offenen Gerät.
Und die zweite Sache ist die CMOS-Batterie abstecken. Und da ist es so, also nicht jedes Gerät hat eine CMOS-Batterie. Da also, wenn man nicht fündig wird, zur Not einfach mal googeln. Und das andere ist, die kann auch irgendwo versteckt sein. Also die kann zum Beispiel irgendwo unter dem Akku sitzen oder unter anderen Gehäuseteilen. Da gibt es ja echt zigtausend Variationen. Was man aber bei fast allen Geräten sehr gut erkennen kann, ist das schwarz-rote Kabel. Das ist ja so gedreht und das läuft irgendwo auf dem Mainboard. Und da hat man meistens eine gute Chance, zumindest das zu erkennen, also auch wenn das hier irgendwie verdeckt ist. Und kann so die CMOS-Batterie dann vom Mainboard trennen. Und da auf jeden Fall nicht am Kabel selber ziehen, das ist echt gefährlich. Da trennt man meistens die Kabel vom Stecker, sondern lieber am Stecker seitlich fassen und dann nach hinten hin rausziehen. So, und jetzt ist das Gerät im Grunde genommen komplett stromlos. Netzteil ist logischerweise nicht an, Akku ist ab, CMOS-Batterie ist ab. Und wenn man jetzt das Netzkabel einsteckt, da ist es so tatsächlich, viele Geräte gehen direkt an, also ohne dass man den Einknopf betätigt, wenn man das Netzkabel einsteckt. Bei manchen muss man dann den Anknopf extra noch drücken. Ich weiß nicht, was dieses Gerät hier macht, ob das angeht. Ich glaube nicht, das heißt, da nochmal den Einknopf drücken. Genau, so, das hat jetzt eine Weile gedauert, also einfach dem Gerät dann auch ein bisschen Zeit geben. Und in dem Fall sieht man, hat das jetzt geholfen. Das Gerät startet wieder. Das heißt, ja, der nächste Schritt wäre natürlich, das Gerät sauber runterfahren und alles wieder anschließen und auch schauen, ob dann, wenn man es angeschlossen hat, der Akku noch lädt. Nicht, dass der eben vielleicht einen Fehler hat. Genau, dann kann man die CMOS-Batterie und den Akku wieder verbinden und probiert das nochmal. Und sollte dieser Hardware-Reset nicht geholfen haben, kann man tatsächlich dann eigentlich nur noch das Mainboard quasi messen. Und das sollte man dann auf jeden Fall einer Werkstatt überlassen. Wir haben mittlerweile ja, über 20 Jahre Erfahrung im Notebook reparieren. Könnt ihr also auch bei uns dann machen lassen. Und ansonsten, wenn man beides wieder verbunden hat, würde ich auch empfehlen, bevor man das Gerät wieder richtig zumacht, einmal noch schnell zu schauen, Netzteil rein, gucken, ob es wieder angeht und dann vor allem auch checken, ob der Akku ordentlich funktioniert, ob der lädt und ob da alles in Ordnung ist. Was man auch nur in der Werkstatt wirklich überprüfen kann, ist, ob eventuell der Anknopf vielleicht einfach kaputt ist. Und auch beim Starten, nachdem man so ein Hardware-Reset gemacht hat, alles wieder angeschlossen hat, also gerade die CMOS-Batterie war ja ausgesteckt, da kann der Startvorgang dann auch tatsächlich immer ein bisschen dauern. Und ja, ich kann es in dem Licht schlecht sehen, aber tatsächlich die LED leuchtet. Der braucht jetzt also einfach ein bisschen, bis er wieder hochgefahren ist, bis er alles erkannt hat. Da ist er. Und da also einfach ein bisschen Geduld. Und dann sehen wir hier unten auch super, der Akku lädt. Da scheint also alles okay zu sein. Sehr gut. Ja, und wenn der Hardware-Reset funktioniert, hat man echt Glück gehabt. Funktioniert aber überraschend oft. Und ansonsten gerne bei uns in die Reparatur geben. Das ist immer ein bisschen tragisch, wenn man das Notebook weggeben muss. Aber wir tun unser Bestes, um da wirklich schnell das zu reparieren und uns anzuschauen. Und ja, also ich hoffe, dass ich euch da irgendwie helfen konnte, falls ihr den Fehler habt und dass es bei euch funktioniert. Toi, toi, toi. Und ansonsten sage ich bis dann.